Hallo Freunde des Jagdsports, hier ist wieder euer Jägermeister. Was gibt's Neues in diesem Spiel? Nichts. Die letzten Updates, da sind gewisse Bugs behoben geworden, zum Beispiel der Lobby-Bug, dass man eigene Lobby aufmachen kann, funktioniert nicht mehr, und andere Bugs sind halt noch dazugekommen, zum Beispiel, dass man ein Lager aufgeschlagen hat, dorthin geht und auf einmal ist das Lager nicht mehr. Da muss man halt entweder ein neues Lager aufschlagen können woanders, oder was auch geht, ist nämlich das Spiel halt neu starten. Das einzige Gute ist, dass wieder Tiere sind. Man kann ziemlich die Händlerrolle natürlich gut hochleveln. Und ein schöner Fisch. Nicht schlecht, ein schöner Witz. Kommt gleich bei mir in Jagdwagen. Ja, dieser Jagdwagen ist nämlich in diesem Spiel nämlich ziemlich viel Gold wert. Man kann ziemlich viele große Fische reingeben. 5 Stück. Zum Beispiel auch, man kann auch 5 Rinderfelle reingeben. Von die Wambiti Roswell kann man zum Beispiel auch 5 Felle reingeben. Und bei die Schafe kann man bei die Felle 43 reingeben. Bei die Kadaver von die Schafe kann man 5 reingeben. Bärenfelle kann man 5 reingeben. Wolfsfelle kann man 43 Stück in Jagdwagen geben. Bei die Kadaver kann man auch nur 5. Bei die Truthähne oder Enten kann man auch nur 5. Und bei die großen Alligatoren, da kann man 43 Stück in Jagdwagen geben. Das ist ziemlich viel, und die meisten ist was man ziemlich viel Geld auch machen kann, ist natürlich beim Fischen. Und da gibt es gewisse gute Stellen, wo man fischen kann. Das könnt ihr, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, auch meine älteren Videos auch anschauen. Da wird erklärt, wie man richtig fischen tut, wo ziemlich viele gute Plätze sind, wo man auch gut fischen kann. Und kann ich jedem empfehlen, den Jagdwagen zu kaufen. Den kann man
im Stall kaufen, aber man muss nämlich die Händlerrolle nämlich auf Label 10 haben, dann kann man den freischalten und kaufen und die beste Rolle ist zurzeit immer noch die Sammlerrolle. Da muss man halt bei der Madame Massar den erweiterte Tasche kaufen und einen Spaten, sehr wichtig, dass man auch Schätze ausgraben kann. Bei Level 10 bekommt man kann man natürlich auch den Dings freischalten, mit dem Metalldetektor. Mit dem kann man natürlich wertvolle Schätze finden, was bei der Madame Massar ziemlich gut ist. Dann ist die zweitbeste Rolle ist natürlich der Schnapsbrenner. Da gibt es auch Neuerungen. Wenn man die Schnapsbrennerei hat, bekommt man Kupferkessel natürlich gratis dazu. Da braucht man nur bei der Schnapsbrennerei natürlich die Erweiterung dazu kaufen, zum Beispiel die Bar, kann ich jedem empfehlen. Und später nachher die Band. Und wichtig ist auch, dass man bei der Schnapsbrennerei Kräuter sammelt. Sehr wichtig. Ohne Kräuter kann man natürlich nicht Schnaps brennen. Was auch noch wichtig ist, dass man entweder beim Gemischwarenhändler oder da liegt der Fisch draußen, den nehmen wir gleich auf. Habe mich getäuscht. Immer mit Adlerblick natürlich schauen, wo Fische am Land spawnen. Da gibt es sehr gute Stellen, wo das passiert. Und bei die mittelgroßen Fische kann man natürlich 40 Stück in die Tasche geben. Auch bei den anderen Fischen kann man, da gibt es auch einen kleinen Trick, der ist, wenn man 40 Stück Fische in der Tasche hat und man kann keine Fische mehr aufnehmen. Da müssen wir halt Fische zerlegen. Da kann man auch die 40 Fische zerlegen, dass man wieder 40 Fische fangen kann. Und da liegt der Fisch drin im Wasser. Den holen wir sich gleich. Ich kann euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Man geht mit der rechten Pfeiltaste zu der Tasche. Da kann man den Katzenwels zum Beispiel zerlegen. Dabei kommt man nachher Filets. Und so geht das halt.
Außer die ganz großen Fische kann man halt nicht so legen. Aber das macht nichts. Und bei den Filets bekommt man auch paar Dollars, ziemlich paar Dollars, was man natürlich in diesem Spiel natürlich braucht. Ein Trick auch bei mir noch, wenn ihr Gold habt, tut das Gold sparen, nicht unnötig ausgeben. Wenn ein neuer Outlaw Pass kommt, dann könnt ihr natürlich gleich den Outlaw Pass mit dem Gold zahlen. Oder wenn eine neue Rolle kommt, könnt ihr auch die gleich mit die Dings. Ich habe zum Beispiel, wenn ein neuer Outlaw Pass kommt, der kostet das sicher wieder 40 Dollar, 40 Gold. Und die Rolle natürlich, wenn eine kommt, 20 Gold. Und wenn ihr jetzt schon anfängt Gold zum Sparen, da liegt wieder ein Fisch draußen. Den nehmen wir gleich auch mit. Ich kann euch die Stelle auch zeigen, wo ich zurzeit fischen tue. Ich zeige euch das in der Karte. Hier nämlich bin ich. Und beim Kammermaß River, wo die komische S-Kurve ist, hier ist eine gute Stelle zum Beispiel beim Fischen. Ich kann euch noch etliche gute Stellen auch zeigen, wo auch noch sehr gut zum Fischen geht, ist nämlich hier in Lagos. Aber hier, da müsst ihr nämlich hier reingehen, aber mit Vorsicht. Da sind auch ziemlich viele Krokodile. Auch hier kommt auch ziemlich oft vor, dass Krokodile im Wasser sind. Da müsst ihr nämlich einen bestimmten Weg nehmen. Den kann ich euch nachher zeigen. Wo auch noch eine sehr gute Stelle ist nämlich hier. Hier. Und wo ich auch noch gerne fischen tue, wenn zum Beispiel viel los ist, dann gehe ich meistens auch hierher fischen. Oder hier. Ich habe nämlich meine Schnapsbrennerei immer in Sumpf aufgestellt. Erstens, ich habe nicht weit nach St. Denis oder nicht weit nach Rhodes. Zum Beispiel, wenn hier in St. Denis ziemlich viel Schießerei ist, fahre ich meistens hier nach Rhodes und da. Und mein Lager habe ich auch immer in Sumpf. Heute ist mein Lager hier. Und nur aufgepasst, wenn ihr in Sumpf nämlich fischen tut oder jagen tut. Da sind ziemlich viele Krokodile. Okay, ich kann euch das zeigen, wie ihr durchs Wasser da geht, ohne dass ihr mit die Krokodile
in Berührung kommt. Dann müsst ihr nämlich hier bei der Seite gehen, aber nicht hier durchgehen. Da kann passieren, dass ein Alligator im Wasser ist oder hier sind meistens 4 Alligatoren drin und hier einer. Und am Land, wo mein Jagdwagen steht, meistens 2. Einen kleinen Tipp auch, wenn ihr Alligator jagen geht, müsst ihr nämlich die Alligator jeden einzeln schießen. Natürlich mit einem Rollenboxgewehr mit Zielfernrohr. Dann legt ihr nämlich hier die ganzen Fälle her und dann kommt der nächste. Wenn ihr zum Beispiel gleich mit dem Alligator-Dings zum Jagdwagen geht, sind die anderen Alligatoren natürlich futsch. Und das ist auch, wenn ihr zum Beispiel hier Fische draußen sind zum Aufsammeln und ihr habt einen großen Fisch gefangen, müsst ihr auch zuerst den großen Fisch hier abwerfen oder hinlegen und natürlich die Fische aufklauen. Wenn nicht, wenn ihr gleich hingeht, sind die natürlich die Fische, was hier am Land sind, auch natürlich weg. Der beste Köder ist der Spezialspinner. Der geht bei Fluss, bei einem See, bei einem Sumpf und ein kleiner Tipp ist auch, die Wasserschlangen, die was im Wasser umeinander schwimmen, nicht abschießen. Die tun euch nichts. Die sind eure Helfer. Die tun nämlich die Fische ans Land jagen, dass man natürlich die Fische aufglauben kann. Ja, wie ich schon gesagt habe, die beste Rolle ist natürlich die Sammlerrolle. Als zweiter kommt der Schnapsbrenner. Dritte Rolle ist der Händler. Und die vierte Rolle, ist der Kopfgeldjäger. Ihr braucht es nur sehen. Ich zeige euch, welchen Kontostand ich natürlich habe. Da seht ihr, ich habe fast $60 und 65.547 und 99 Cent schon erspielt. Auch mit dem Jagen und in den Fischen, Kräuter sammeln, mit bestimmten Hauptmissionen, mit Nebenmissionen, Hilfsmissionen, da kann man auch ziemlich viel Geld machen. Und ihr braucht nur meine älteren Videos
was ich schon gemacht habe, auch anschauen. Wenn ihr meinen Kanal, wie schon gesagt, abonniert habt, könnt ihr Dings, wenn ihr meine Kanäle sucht, könnt ihr natürlich Freunde des Jagdsports eingeben. Da kommt ihr auch zu meinen Kanäle, was ich schon gestreamt habe, zu den älteren Videos. Und wenn euch das gefallen hat, abonnieren, weiterlinken an euren Freunden, dass die auch meinen Kanal sehen, weil bei mir könnt ihr nämlich ziemlich viel lernen, wie man das Spiel natürlich richtig spielt. Ah, da liegt schon wieder ein Fisch, da seht ihr, sind laufend, kann man hier Fische natürlich ans Land, die kann man super auflaufen. Da liegt der nächste Fisch. Und wie ich schon gesagt habe, wenn euch die Video gefallen hat, gebt halt einen Daumen hoch. Wenn ihr nicht meine Videos gefallen, braucht ihr die natürlich auch nicht anschauen. Und das war's wieder von mir, von euren Jägermeister. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man hört sich und stört sich wieder. Und wenn ich was wieder Neues gebracht habe, werde ich sicher wieder streamen, wenn was Neues gekommen ist. Und noch was. Jeden Dienstag gibt's noch immer neue Klamotten. Ihr könnt das auch am Mittwoch schauen, zum Beispiel beim Gemischtwarenhändler, beim Schneider, im Stall, beim Hehler, beim Waffenhändler. Tut's nämlich dort den Katalog durchblättern oder schaut's auch in euren Lager, wenn ihr ein Lager habt, was sich da getan hat. Da gibt es meistens Rabatte bei gewisse Sachen und das zahlt sich natürlich ziemlich aus. Das dauert ungefähr eine Woche bis zum nächsten Dienstag und da könnt ihr natürlich ziemlich viel Geld sparen. Und wenn ihr zum Beispiel Gutscheine habt, löst ihr die Gutscheine ein, wenn neue Klamotten kommen oder Outfits, was euch gefällt, löst halt einen Gutschein ein. Und ein Tipp noch, wenn ihr zum Beispiel eine Schnapsbrennerei habt, zum Beispiel, sag mal, nehmen wir bei mir in Sumpf. Da ist die Schnapsbrennerei, aber ihr habt das Lager ziemlich weit weg, sag mal in Blackwater. Finde ich nicht gut. Schaut immer, dass euer Lager nähe der Schnapsbrennerei ist. Aufgeschlagen. Warum? Sage ich euch.
wenn ihr zum Beispiel das Lager ziemlich weit weg habt und ihr seid bei der Schnapsbrennerei, es ist neu, dass zum Beispiel PCs, Spieler, euer Lager natürlich überfallen und dann müsst ihr nämlich schnell zu eurem Lager reiten. Wenn ihr ziemlich weit das Lager weg habt, bis ihr hier über diesen ganzen Dings reitet, kann passieren, dass beim Lager die Vorräte natürlich gestohlen sind und verschwunden sind. Und davor immer schauen, dass das Lager Nähe eurer Schnapsbrennerei ist, dass ihr schnell dorthin reisen könnt und euer Lager verteidigen könnt. Das ist ein Tipp von mir. Viele haben das Lager ziemlich weit weg, dann wundern sie sich, warum ihr Lager ausgeräumt ist, die Vorräte gestohlen sind und da dürfen sie sich halt nicht wundern. Immer schauen, dass das Lager immer in der Nähe ist. Okay, wie schon gesagt habe, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonnieren, verlinken an euren Freunden und das war's wieder von mir, endgültig jetzt, von eurem Jägermeister.